Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W60 bei unserem kleinen Mini-Projekt 1 gegen 50, was mir echt viel Spaß macht, muss ich sagen, weil man hat nicht viel zu tun und es ist sehr interessant, wie ich finde. Und ja, bei dem Projekt geht es darum, alleine in der Gilde so weit wie möglich bei den Raids zu kommen, und ich hatte mir jetzt auch dazu genommen, das Gildenportal alleine so weit wie möglich zu besiegen. Ich hatte die erste Ebene schon geschafft, habe das aber nicht aufgenommen. Das ist hier jetzt nur der Screenshot und wir haben es jetzt gleich, wie ihr seht, 0 Uhr. Das heißt, wir machen hier live im Video auch noch gleich den darauf folgenden Try. Aber bevor das jetzt erstmal losgeht, machen wir jetzt mal noch ganz schnell den hier, bevor der neue Tag anbricht. Und ja, also wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir haben die ersten 5 Raids erfolgreich besiegen können, sind jetzt bei dem 6. und haben jetzt auch das Dämonenportal tatsächlich beim First Try geschafft. Jetzt sind wir hier beim zweiten oder Gildenportal sozusagen, beim zweiten Gildenportal angelangt. Und ja, werden schauen, ob wir das auch besiegen können. Bisher sieht es tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und das halt im kompletten Alleingang. Ja, wo man sonst mit 50 Leuten wirklich sehr lange dranhängt, wenn man jetzt gerade den Server gestartet hat oder so. Ne? Also wenn man jetzt einen frischen Serverstart mitgespielt hat. Das mache ich jetzt quasi hier ganz alleine. Und das finde ich ganz interessant, mal zu sehen, wie weit man kommt. Ja, 1% Schaden mehr dazu gewonnen, was natürlich auch sehr förderlich sein kann für unsere Raids, ne? Und ich hatte mir die jetzt auch noch nicht angeschaut. Ich habe mir die alle gespeichert gehabt. Ich weiß nicht, ob ich, mal gucken, haben wir den letzten? Ja, heute um 20:20 Uhr. Das ist immer so ein Ding mit dem Speichern hier, dass die dann auch rechtzeitig hier immer angetackert werde, dass ich hier auch keinen verpasse. Gucken wir uns mal zunächst die 6,5 Weltmeere an. Das ist der Try, den wir, oder das ist quasi der zweite Gilden-Raid. Mal schauen. Ich bedenke, also ich gehe mal von aus, dass wir jetzt noch nicht großartig Probleme haben werden, die ersten Etagen. Da war selbst hier noch der Endboss One-Hit gewesen. Und mal schauen, wie es jetzt bei der letzten Etage bzw. beim letzten Gilden-Raid aussieht, den wir jetzt kürzlich gerade besiegt haben. Ja, ist auch noch alles wirklich gar nicht das Problem hier großartig. Und Dankeschön auch für die ganzen Tipps, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, beziehungsweise also nicht Tipps im Sinne von Ratschlägen oder so, sondern Tipps im Sinne von auf welche Stufe tippt ihr, wie weit, ne? Wir kommen hier alleine, das ist halt immer so, ja, das Ding. Ich schätze so, keine Ahnung, vielleicht so bis Raid Nummer, ja, ich weiß nicht, bis 30. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel ist. 25? Ich glaube 25. 25 sollten wir, denke ich mal, schaffen. Und jetzt haben wir auch hier direkt den nächsten Tag und das ist natürlich ganz cool. Klappergrippe. Das ist ja ganz cool, dass wir jetzt gerade hier um 0 Uhr aufnehmen. Das heißt, wir können hier direkt auch das neue Dämonenportal mal versuchen anzugreifen. Und mal gucken, wann wir hier irgendwann Probleme bekommen. Der hat auf jeden Fall jetzt schon deutlich mehr Leben, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel der letzte hatte. Aber diese Gildenportal-Gegner, die sind immer total... Ich weiß nicht, die Ausdauer, die ist komplett out of space. Die machen zwar nicht immer sehr viel Schaden, aber gerade im, ich sag mal, Anfangsbereich, wenn so ein Server gestartet ist und die Gilde sich gerade dabei ist aufzubauen, so, ja, da ist halt so ein Dämonenportal-Gegner hier schier unmöglich, weil der halt so extrem viel aushält. Der braucht gar nicht viel Schaden machen, aber gegen eine Stufe, keine Ahnung, gegen eine Stufe 50er oder ein 100er, ja, irgendwie so, ja, da reicht der Schaden trotzdem natürlich vorne und hinten aus so, ne? Deswegen, ja, ist das natürlich für die schon sehr problematisch und dadurch, dass sie halt so viel Leben haben, ne, wird das erstmal nichts. Wir sind hier fast bei der Hälfte, also den haben wir noch mitkriegen können, mal schauen, ob das morgen auch noch so der Fall sein wird. Aber das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand. Wie gesagt, ich werde hier auf dem Account so ein bisschen, ja, ein bisschen hier und da mal zwischendurch zeigen. Nebenbei gucke ich mal noch nach einem neuen Flügeltrank. Ja, so alle 5 Raids werde ich hier mal reinschauen
um euch mal ein kleines Update zu geben, wie weit wir hier gekommen sind mit dem Char. Da bin ich halt selbst sehr gespannt und es ist halt super cool, ne? Es ist ein cooles Projekt, sag ich mal so. Man muss halt wirklich nicht viel machen, ne? Also es ist einmal am Tag hier mal zum Dämonenportal melden, dann, wenn ich es schaffe, 2 Raids am Tag sind hier ja auch drin, ne? Wenn ich rechtzeitig das annehme, sag ich mal, und dran denke. Das ist ganz cool. Und ja, dann im Nachhinein, weiß ich nicht, kann man ja, wie gesagt, die Gilde hier irgendwie weiterleiten, weitergeben oder so für Leute, die eventuell ja, auf W60 anfangen wollen. Ich hatte ja schon in dem letzten Video gesagt, dass hier dass der Server hier schon echt eine Hausnummer ist so, ne? Also hier findet man auf jeden Fall immer ein paar Leute, mit denen man durchstarten kann, weil der Server halt hier extrem aktiv ist. Und ja, jetzt hier GZ an die erste Gilde, die hier jetzt auch 10k Ehre jetzt erreicht haben, hier auf W60. Das ist natürlich auch schon ein kleiner Meilenstein auf jeden Fall, ne? Und ja, mal schauen. Also bisher haben wir noch gar keine Probleme gehabt. Jeder Gegner bisher war One-Hit gewesen. Selbst der Endboss war beim letzten Raid hier noch One-Hit. Also gehe ich mal von aus, sind die ersten 10 Raids wirklich ja, Pustekuchen so. Ich will mich auch nicht spoilern. Ich könnte jetzt natürlich nachschauen, wie viel Leben die Raid-Bosse haben. Und dann könnte man so ein bisschen, ja, vielleicht abwägen, wann es kritisch werden könnte. Aber ich lasse das einfach auf mich zukommen und ja, werde schauen. Ich werde hier nichts weiter machen auf den Char, außer meine Pots aktualisieren, also aktuell halten so, ne? Keine Verbesserungen, kein Questen, nichts. Das wird alles so bleiben hier mit der Stufe. Nur das Einzige, wo ich mich halt verbessere, ist halt eben durch das Dämonenportal-Damage, was jetzt eben noch dazugekommen ist. Anfangs halt eben, ja, war das Projekt eigentlich nur auf die Raids bezogen, wie weit wir hier kommen. Jetzt spielt das Dämonenportal da auch nochmal eine kleine Rolle mit rein, weil 1% mehr Schaden ist 1% mehr Schaden. Ja, und dann, das wird uns in den Raids auf jeden Fall auch weiterhelfen. So, ne? Und ich denke mal, dadurch, dass ich mir das ja auch alleine erspiele hier, das Dämonenportal bzw. den Damage davon, ist das, denke ich mal, fein für das Projekt und werden gucken, wie weit wir kommen. Ne? Mal schauen. Jetzt sind die Tipps vielleicht nochmal ein bisschen anders als vorher, weil wir jetzt noch das Dämonenportal auf jeden Fall mitnehmen im Vergleich zum ersten Video, was wir hier gemacht hatten. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier noch so weitergehen wird. Alles klar, Leute, das soll es auch soweit gewesen sein. Diese Raid-Videos hier, sie gehen jetzt nicht allzu lange. Das ist immer nur so ein kleines Update. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder hier auf dem Server, wenn wir bei den nächsten Raids angekommen sind, bei dem 10. oder 11. oder so. Mal schauen. Ich versuche, die Dämonenportal-Angriffe aufzunehmen. Wenn ich nichts schaffe, wenn ich nicht dran denke, dann seht mir das bitte nach, aber ansonsten versuche ich die dann auch hier im Video mit einzublenden oder euch zu zeigen oder so, ne? Wie weit wir gekommen sind, weil das, denke ich mal, auch recht interessant ist, wie weit man dann hier noch kommt, wenn man komplett alleine unterwegs ist, ne? Okay, ja Leute, falls euch das gefällt, das ganze Projekt, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung und Kommentar dazu freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.